Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Gesundheitsvideo von mir. Ich möchte euch heute erzählen, warum wir unbedingt destilliertes Wasser trinken sollten, anstelle von Leitungswasser oder Mineralwasser. Warum das so ist, werde ich euch gleich verraten, inshallah. Zuerst müssen wir jetzt dazu wissen, dass wir Menschen Wasserwesen sind. Nicht nur wir Menschen, alles was lebt, braucht Wasser, um zu existieren. Jede einzelne Zelle besteht nicht nur selbst aus Wasser, sondern ist auch von Wasser umgeben. Um alle Lebensfunktionen anständig ausführen zu können, sind unsere Zellen abhängig von einer angemessenen Wasserversorgung. Denn wir benötigen Wasser für alle körperlichen Funktionen. Für die Atmung, für die Verdauung, für das Wachstum, für die Bewegung, für die Ausscheidung, für die Wärmeregulierung, für die Drüsentätigkeit und sogar für die Gehirnaktivität. Und je sauberer das Wasser ist, umso besser funktionieren diese Körperkreisläufe. Denn das Wasser im Körper hat ja auch die Aufgabe, Transportmedium zu sein, also Nährstoffe zu transportieren vom Darm bis in die Zellen rein über das Blut und auf dem Rückweg die Abfallstoffe der Zellen wieder aus dem Körper auszuscheiden. Diese Aufgabe kann das Wasser am besten erfüllen, wenn es möglichst wenig beladen ist mit anderen Stoffen, wie vor allem auch Mineralien, aber auch alle Arten von Schadstoffen. Das Wasser sollte also möglichst mineralarm sein und möglichst rein. Das Wasser, welches wir trinken sollten, sollte also so frachtarm und so rein wie möglich sein. Frachtarm, sprich frei von Mineralien, und rein, sprich frei von jeglichen Schadstoffen, damit es für unsere Gesundheit zuträglich sein wird. Das reinste Wasser ist natürlich das in frischem Gemüse und Früchten und natürlich auch in frischen Wildkräutern. Würden wir von ihnen mehr essen, bräuchten wir nicht so viel Wasser trinken. Das zweitreinste Wasser ist das destillierte Wasser, so wie wir es in der Natur vorfinden, dem Regen. Dem Regen ist ja nichts anderes als destilliertes Wasser, aber da er durch unsere verschmutzte Atmosphäre hindurch tropft, werden sofort Staubpartikel, Bakterien, giftige Dämpfe und andere Verschmutzungen hinzugefügt, welche den sauberen Regen auch in sauren Regen verwandeln können. Und deshalb ist es heute notwendig, unser Wasser selber zu destillieren. In einem Dampfdestilliergerät, wie ich es euch gleich zeigen werde, inshallah, wird das Wasser zum Kochen gebracht. Dadurch entsteht Dampf. Der Dampf, der leichter als Luft ist, steigt auf und lässt alle biologischen und chemischen Partikel, die im siedenden Wasser vorhanden sind, zurück. Der gereinigte Dampf verwandelt sich dann unter Abkühlung in klares, destilliertes Wasser. Bakterien, Einzeller und Viren werden fast alle durch den Siedeprozess vernichtet. Salz, Schwermetalle, abgestorbene Bakterien und andere Substanzen steigen am Siedepunkt nicht mit dem Dampf auf, sondern bleiben in der Siedekammer zurück. Was uns die Natur als Modell des Wasserkreislaufs aufgezeigt, hat sich der Mensch abgeschaut und im Prozess der Dampfdestillation nachgeahmt. Das Dampfdestillieren in solch einem Gerät ist also nichts anderes als das, was Allah uns schon in der Natur durch den Regenkreislauf vorgezeigt hat. Und deshalb ist es die beste Methode, um Wasser fast vollständig zu 100% zu reinigen. Subhanallah. Wie wir gesehen haben, haben wir das Gerät jetzt mit 4 Liter Wasser befüllt und das bringen wir jetzt zum Kochen, und hier oben sehen wir den Ventilator, der das Wasser dann, nachdem es aufgekocht ist, wieder abkühlen wird, und dadurch kondensiert das Wasser und wird destilliert und tropft dann, also das kondensierte, vollständig gereinigte Wasser tropft dann nach und nach in diese Glaskanne. Dieser gesamte Prozess des Destillierens von 4 Litern Wasser dauert ungefähr bis zu 4 Stunden. Das dauert halt so lange, das geht nicht schneller. Deswegen sollte man darauf achten, dass man ein gutes Gerät sich anschafft, also keine China-Ware, sondern ein gutes Gerät. Und das beste Gerät, was ich hier empfehlen kann, ist das von bluegreenwater.de. Das werde ich euch unten verlinken. Die haben auch deren Geräte werden relativ energiearm betrieben, sodass man nicht allzu viel Strom dabei verbraucht. Auf diese Weise destilliertes Wasser ist jedoch sehr viel kostensparender als Mineralwasser. Also diejenigen, die sich immer noch Mineralwasser vom Supermarkt kaufen und nur dieses Wasser trinken, die verschwenden dadurch sehr, sehr viel mehr Geld. Und vor allem ist das sehr viel umweltschädlicher, wenn man bedenkt, wie dieses Wasser transportiert werden muss, abgefüllt werden muss in Flaschen und die Flaschen, die dazu hergestellt werden müssen und so weiter und so fort. Ist das alles sehr viel schädlicher für die Umwelt als destilliertes Wasser, was einfach nur etwas Strom verbraucht, mehr nicht.
Was den Mythos bezüglich destilliertem Wasser betrifft, wo der Volksmund immer noch davon ausgeht, dass dieses Wasser eben giftig, gefährlich und sogar tödlich sein könnte, das kommt wahrscheinlich daher, dass sie sich auf dieses sogenannte destillierte Wasser beziehen, welches im Baumarkt vertrieben wird und was man dann fürs Dampfbügeleisen oder für die Autobatterie benutzt. Das ist aber nicht wirklich destilliertes Wasser, das wird nur fälschlicherweise leider so bezeichnet, obwohl es das gar nicht ist, sondern das ist einfach nur chemisch entmineralisiertes Wasser, nichts anderes. Und das ist natürlich giftig, das sollte man natürlich auf gar keinen Fall trinken. Aber das hat mit dem wirklich destillierten Wasser, wie wir das jetzt hier gerade zubereiten, nichts zu tun. Das erstmal dazu. Dann sollten wir wissen, dass Wasser die Fähigkeit hat, Informationen aufzunehmen, abzugeben und auszutauschen. Und zwar nicht nur materielle, sondern auch nicht materielle Informationen. Bei der Destillation des Wassers werden also nicht nur alle Mineralien und Schadstoffe und sonstigen Stoffe, die im Wasser enthalten waren, entfernt, sondern auch alle enthaltenen Informationen gehen dabei verloren. Es ist also auch eine Reinigung von Informationen. Und deshalb sollte man das Wasser nach der Destillation neu energetisieren, beleben und informieren, damit es sich positiv auf unsere Gesundheit auswirkt. Die beste Information, die man dem Wasser daher geben könnte, wäre es mit dem Koran zu belesen, denn wir wissen ja, dass belesenes Wasser heilend ist, also sowohl heilend für körperliche Krankheiten als auch gegen Zauberei und andere Übel. Subhanallah. Und auch wenn man es mit der Vernunft nicht verstehen kann, so ist es doch nichtsdestotrotz wahr, denn der japanische Wissenschaftler Emoto hat eben dies mit seinen Kristallbildern bewiesen. Wir sehen zum Beispiel unten die zwei letzten Bilder in der Ecke, rechts unten. Das zweitletzte Bild hat ein sehr hässliches Muster. Das ist zum Beispiel verschmutztes Wasser, bevor es mit einem Gebet besprochen wurde. Und das letzte Bild unten in der Ecke ist ein sehr schöner Kristall. Das ist Wasser, nachdem es mit einem Gebet besprochen wurde. Und wir sehen auch an den anderen Kristallbildern jedes Mal, ob sie mit schönen Worten besprochen wurden oder eben mit Worten, die eine sehr schlechte Bedeutung haben. Deshalb wäre es von großem Vorteil für unsere Gesundheit, wenn wir das Wasser nach der Destillation kurz mit den Schutzsuren belesen würden. Das macht keine große Mühe, das geht sehr schnell. Was wir noch wissen sollten, ist, dass wir das Wasser auch möglichst noch energetisieren, also beleben sollten, indem wir es mit Bergkristallen oder Rosenquarzen versehen, die wir dann einfach in diese Glasflaschen geben, in die wir das Wasser nachher füllen. Denn durch diese Steine wird das Wasser mit diesen positiven Schwingungen aus der Urkraft der Erde und der Sonne aufgeladen. Denn die Gitterschwingungsenergien von Edelsteinen entsprechen dem Biofrequenzbereich menschlicher Körperzellen. Das haben wir schon in der Physik gelernt. Ja, und deshalb sollten wir uns einfach einige solcher Rosenquarzkristalle anschaffen oder auch Amethyste oder Bergkristalle. Die sind nicht teuer zu erstehen und diese einfach in die Glaskrüge oder Glasflaschen zu füllen, in die wir nachher das destillierte Wasser auffüllen. Wichtig ist, dass wir nur Glasflaschen benutzen oder Glaskrüge, keine Plastikflaschen, denn die Plastikflaschen beinhalten schädliche Weichmacher und Hormone, die das Wasser sonst wieder verpesten würden. Jetzt noch einige Fakten zur Destillation. Sie entfernt praktisch alle Bakterien, Viren und Arzneimittelrückstände wie Hormone. Sie entfernt 99% aller anorganischen Verunreinigungen wie Kalk, Blei, Quecksilber und Nitrate. Sie entfernt 99% aller organischen Verunreinigungen wie Pestizide, Herbizide und krebserregende Substanzen. Sie entfernt sogar viele radioaktive Substanzen wie Uran. Kaltes destilliertes Wasser ist das weicheste und dadurch best schmeckende Wasser überhaupt. Gifte und schädliche Ablagerungen werden aus dem Körpergewebe ausgeschwemmt und damit leistet man einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit und Regenerierung. Absolute Sicherheit bei der Zubereitung von Babynahrung. Für alle, die bis jetzt immer Wasserkästen geschleppt haben, also die immer sich das Mineralwasser aus dem Supermarkt gekauft haben, die brauchen jetzt keine Wasserkästen mehr zu schleppen und keine mühselige Pfandflaschenentsorgung mehr. Das mit dem Wasserdestilliergerät erzeugte Wasser kostet nur einen Bruchteil des gekauften Wassers. Was das Leitungswasser betrifft, so wird das Trinkwasser hier in Deutschland zwar durch ständige Kontrollen überwacht, trotzdem befinden sich jede Menge Fremdstoffe, wie zum Beispiel Medikamentenrückstände, Antibiotika, Antidepressiva, Blutverdünner und so weiter, Schwermetalle, Uran,
Mikroplastikteilchen, Drogenrückstände, Bakterien, Viren, Kalk, Chlor, Asbest, Nitrat, radioaktive Stoffe im Wasser, die jeder zu sich nimmt. Ob diese gesamten Fremdstoffe unser natürliches Immunsystem beeinträchtigen kann, muss jeder für sich beurteilen, speziell wenn Kinder diese Stoffe aufnehmen. Hierzu gibt es genügend Berichte in TV und Zeitschriften. Laut vielen Wissenschaftlern gibt es deswegen auch so viele Krankheiten. Das Trinkwasser wird auf ca. 100 Inhaltsstoffe vom Staat geprüft. Aber wie sieht es mit den anderen Verunreinigungen aus? Wie verhalten sie sich im menschlichen Organismus? Wie verhalten sie sich untereinander? Was sollen zum Beispiel die Männer mit den Hormonen der Antibabypille? Diese Rückstände befinden sich ebenfalls im Trinkwasser. Dieses haben unabhängige Laboruntersuchungen ergeben. Subhanallah. Hier seht ihr genau diese ganzen Verschmutzungen im Destilliergerät, nachdem das Wasser destilliert wurde. Das ist der Schmutz, der übrig geblieben ist. Das ist, was wir im Trinkwasser haben. Subhanallah. Das ist der Schmutz von 4 Litern Wasser, der übrig geblieben ist, nachdem das Wasser jetzt von diesem Schmutz gereinigt wurde durch die Destillation. Das ist eben von 4 Litern Wasser, was übrig geblieben ist an Verunreinigungen. Das kann man fast gar nicht glauben, was für eine eklige Brühe am Ende da übrig bleibt. Das ist, subhanallah, einfach unfassbar eigentlich und sehr, sehr eklig. Mit normalem Wasser kann man das auch eigentlich gar nicht reinigen. Man muss also Essig dazu geben, um diese Verunreinigung dann lösen zu können. Denn da ist auch sehr viel Kalk dabei. Und deshalb muss man nach jedem Destilliervorgang etwas Essig in das Destilliergerät geben, das etwa eine halbe Stunde lang einwirken lassen und dann kann man das mit dem Schwamm relativ leicht dann auch entfernen. Spätestens jetzt sollte sich jeder, der dieses Leitungswasser täglich trinkt, gut überlegen, ob er das seinem Körper antun möchte, ob er diese ganzen, unter anderem auch radioaktiven Stoffe und Hormone und so weiter seinem Körper antun möchte. Ein gutes Destilliergerät kostet maximal 279 €. Das kann man sich einmal anschaffen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verlinke euch unten mal das beste Gerät, was man kaufen kann, wo das Wasser nur mit Edelstahl und mit Glas in Verbindung kommt. Die billigen China-Geräte möchte ich euch nicht empfehlen, weil dabei das Wasser dann auch mit Kunststoff in Berührung kommt. Dieses Gerät, was ihr hier seht, ist von Blue Green Water und das ist eben das beste Gerät, was es derzeit auf dem Markt gibt. Das möchte ich euch empfehlen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich euch wieder von Nutzen war für eure Gesundheit, inshallah. Und dann sehen wir uns inshallah wieder das nächste Mal.